Nachdem ich letzte Woche gezeigt habe, was der Bau einer kompakten Modelleisenbahnanlage in circa kostet, möchte ich heute darauf eingehen, wie ich für den Bau meiner deutlich größeren, umfangreicher ausgestatteten Modellbahn einplane. In der aktuellen Bauphase ist diese L-förmig mit Kantenlängen von 5 auf 4 Meter. Später soll sie jedoch einmal unseren 32 Quadratmeter großen Hobbykeller mehr oder weniger komplett ausfüllen. Zu meiner Modellbahn gehört ein schöner Hintergrund, eine Beleuchtung mit Tag- und Nachteffekt, ein umfangreicher Fuhrpark und einige technische Spielereien, wie einige bewegte Figuren, 2 Magno-Strecken und ein kleines Straßennetz für Wiesmann Car-Motion-Fahrzeuge. Um die Kosten vergleichen zu können, spreche ich wieder, soweit möglich, von den unverbindlichen Preisempfehlungen. Natürlich gedenke ich nicht immer, diese Summe auszugeben. Einerseits sammle und baue ich seit nunmehr fast 30 Jahren Modelleisenbahn. Und früher war sicher nicht alles besser, aber vieles deutlich günstiger. Andererseits möchte ich, wo es sinnvoll, versuchen, Kosten zu sparen. So denke ich, dass mich meine Anlage am Ende etwa nur die Hälfte der heutigen Listenpreise kosten wird. Als Vorbereitung für die Modellbahn habe ich eine Lichtsteuerung mit Tag- und Nachteffekt von DigiCase installiert. Zusammen mit den Erweiterungssets und einer Blende, um den Betrachter der Anlage nicht zu blenden, waren das knapp 600 €. Das auf die Szenerie der Anlage abgestimmte Hintergrundbild habe ich selbst fotografiert, gestaltet und auf MDF-Platten drucken lassen. Trotz einer Höhe von 80 cm und einer Gesamtlänge von 8 Metern schlägt es mit nur 360 € zu Buche. Als Zentrale verwende ich eine CS3 Plus von Marklin. Zudem ein PC als Gleisbildstellpult, um Fahrstraßen zu stellen oder, falls gewollt, auch die Anlage automatisch zu betreiben. Ein mobiler Handregler, Geschwindigkeitsmessanlage, Rollenprüfstand, Decoderprogrammer und einige weitere Komponenten treiben die UVPs meiner recht umfangreichen Anlagenelektronik bis hierhin bereits auf über 3.500 €. Die Landschaft meiner Anlage erstelle ich teilweise in separaten Segmenten. Eines von 3 großen Landschaftssegmenten ist die Brauerei Veltheim. Diese besitzt 9 Gebäude, eher übersichtliche Gleisanlagen und eine hoffentlich recht ansehnliche Ausgestaltung. Mit den notwendigen Materialien und etwas Elektronik stehen für dieses Modul Nennpreise von insgesamt 1.500 € auf der Liste. Das zweite Landschaftssegment ist das Dorf Veltheim mit 2 Magno-Strecken, auf dem Fahrradfahrer und Traktoren ihre Runden drehen. 10 beleuchtete Häuser, 3 bewegte Figuren und eine liebevolle Ausgestaltung, wieder in Summe 1.500 €. Als letztes größeres Landschaftsmodul baue ich gerade am Bahnhof Veltheim. Hier stehen zwar nur 2 Gebäude und die Ausgestaltung ist überschaubar. Es liegen auch nur einige wenige Gleise und 5 Weichen. Was dafür in diesem Bereich ins Geld geht, ist das geplante Wiesmann Car-Motion Straßennetz mit vielen Fahrmöglichkeiten und insgesamt 5 Fahrzeugen. So summieren sich die Listenpreise für den Bahnhofsbereich auf über 4.000 € auf. Bleiben im sichtbaren Bereich noch die Paradestrecke und der Wald rund um die Brauerei. Dazu noch etwas Ausgestaltung und Material für den Grundrahmen, weitere 2.000. Ein zentrales und ganz wichtiges Element meiner Modelleisenbahn ist ein umfangreicher und abwechslungsreicher Zugbetrieb. In der aktuellen Bauphase habe ich für die Hauptstrecke 36 Abstellgleise, 30 in 2 großen Schattenbahnhöfen und 6 in einer 3-gleisigen Kehrschleife. Bestimmungsgemäß liegen in diesen beiden Schattenbahnhöfen jede Menge Gleise, insgesamt über 150 Meter, und es sind 48 Weichen verbaut. Mit den notwendigen Komponenten zum Schalten und Rückmelden kommen wir für die beiden großen Schattenbahnhöfe auf Nennpreise von 8.000 €. Meine Nebenbahn besitzt im ersten Bauabschnitt 27 Abstellgleise, 21 in einem offenen Bereich mit vielen Stumpfgleisen und wiederum 6 in der 3-gleisigen Kehrschleife.
Die UVPs für diese 40 Meter Gleise, 20 Weichen, Elektronik und etwas Material summieren sich auf 2000 für mein Vierteljard. Was machen die ganzen aufgezählten Listenpreise für meine erste Bauphase denn nun in Summe aus? Wer gut im Kopf mitgerechnet hat, für die 5 Quadratmeter sichtbare Anlagenfläche plus 17 Quadratmeter Gleiswüste im Untergrund komme ich auf rund 25.000 Euro. Auf den Quadratmeter gerechnet wären das rund 1150, also etwas weniger als die 1500 Euro pro Quadratmeter, die ich letzte Woche für die deutlich sparsamer ausgestattete Kompaktanlage abgeschätzt hätte. Aber einerseits fallen zentrale Komponenten, wie die Zentrale, bei einer größeren Modellbahn pro Fläche dann weniger ins Gewicht. Andererseits hat meine Anlage große Schattenbahnhöfe, die im Vergleich zur sichtbaren Ebene rechnerisch etwas günstiger ausfallen. Die komplette Liste der von mir verwendeten Artikel und deren UVPs findet ihr übrigens auf meiner Homepage. Den Link dorthin habe ich in der Videobeschreibung hinterlegt. Alle bisherigen Betrachtungen waren ja immer noch ohne Rollmaterial. Aber ich möchte ja vor allem deshalb eine schöne Modellbahnanlage haben, damit ich viele vorbildgerechte Zuggarnituren an mir vorbei defilieren lassen kann. Um beim Fahren flexibel zu bleiben, möchte ich aber nur 30 Zuggarnituren anstatt der mindestens 36 möglichen auf der elektrifizierten Hauptbahn einsetzen. Als Beispiele seien hier die schwere Elektrolokomotive E94 mit einem über 4 Meter langen Kesselwagenzug, der VTL 5, oder auch eine Güterzugdampflok mit einem Durchgangsgüterzug genannt. Die UVPs dieser 3 Zugkompositionen liegen zwischen 300 für den Dieseltriebzug von Roco von 2001 und 1.300 Euro für eine jüngst erstandene Lok und den langen Ganzzug. Als Planwert nehme ich den Mittelwert der 3 Beispiele von 800, so dass sich der Listenpreis für die 30 eingeplanten Zuggarnituren auf 24.000 Euro belaufen. Bei der Nebenbahn plane ich mit 25 Zügen in den 27 vorhandenen Abstellgleisen. Dies wären beispielsweise ein VT95 mit Zweiachsanhänger, eine Baureihe 86 mit Nahgüterzug, oder auch eine Baureihe 78 als Dampfwendezug. Laut UVP liegen die 3 zwischen 350 und 1000, wobei der Mittelwert rund 600 Euro beträgt. Macht für die 25 Garnituren einen Nennpreis von 15.000 Euro. Also für Haupt- und Nebenbahn zusammen noch einmal knapp 40.000 für die 55 Zugkompositionen. Hochgerechnet auf die finale Ausbaustufe meiner Modellbahn Traumanlage, die ich in vielleicht 30 Jahren einmal erreichen könnte, die etwa 4-mal so groß wie die aktuelle Bauphase ausfallen soll und die doppelte Anzahl an Zügen beheimaten soll, wären das UVPs von 100.000 für die Anlage selber und noch einmal grob dieselbe Summe für die Zuggarnituren. Viel Geld, sehr viel Geld, ja. Aber wir reden hier von einem Hobby, das mich bereits seit 30 Jahren begeistert und noch viele weitere Jahre begleiten soll. Wenn man von realistischen Ausgaben von der Hälfte, also vielleicht 100.000 auf 50 oder 60 Jahren ausgeht, so wären das am Ende weniger als 2.000 Euro pro Jahr. Was ehrlich gesagt weniger sein dürfte als das, was ich in den letzten Jahren für das Hobby ausgegeben habe. Wenn ich täglich eine Schachtel Zigaretten rauchen würde,
so wären das mit 350 mal 7 genauso viel. Wobei ich hoffe, dass mein Hobby-Modellbahn gesünder ist. Aber jetzt höre ich mit dem langen Geschwafel auf, um mich um ein neues YouTube-Video zum induktiven Laden der Wiesmann Car-Motion-Fahrzeuge zu kümmern, das kommende Woche erscheinen soll. Denn wenn ich die 100.000 Euro auf YouTube verdienen will, dann muss ich noch einige Clips zum Bau meiner Modellbahn-Traumanlage hochladen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut nächsten Sonntag ab 8 Uhr wieder in meinem Hobbykeller vorbei. Lasst auch sehr gerne ein Abo da. Alle anderen Videos zum Bau meiner Modellbahn findet ihr übrigens gesammelt in einer Playliste, die ich hier rechts verlinke. Ciao und viert euch, euer Jörg alias 1287 Enthusiast.